Ich bin wirklich eines Tages aufgewacht und ich habe einfach gemerkt, dass der Kaffee mir in Deutschland nicht besonders gut geschmeckt hat. Und ich habe gedacht, ich werde Kaffeebohnen rösten. Das ist eine super tolle Idee. Das gibt es noch nicht. Und das ist einfach eine ganz tolle Alternative zur industriell gerösteten Kaffeebohnen. Und dann habe ich gedacht, oh, und Gebäck passt so gut zu Kaffee, ich werde auch ein bisschen backen. Eigentlich ist das nicht allzu schwierig, eine gute Idee zu haben. Das können viele Leute. Aber es geht vielmehr darum, wie setze ich diese Idee um und wie setze ich die Idee vor allem konsequent um. Für mich die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, das war in 1994, das ging weniger darum, also damals, sage ich mal, in Berlin war die Selbstständigkeit angesehen als eine Alternative zur Arbeitslosigkeit. Und das war nicht mein Ausgangspunkt. Das hat viel mehr für mich damit zu tun, dass ich wusste, dass ich viel Potenzial habe. Ich möchte kein Kettengeschäft sein, das ist nicht mein Traum. Also ich bin sehr glücklich mit den 2 Cafés, mit den 50 Mitarbeitern und ich bin sehr glücklich, dass ich auch Bücher schreiben kann und ich mache sehr viel Fernsehen auch. Und das sind einfach für mich alles Sachen, die so verwandt sind und auch eine Art zu expandieren, ohne dass in Form von mehreren Gastronomieeinrichtungen ist. Die Gastronomie ist ehrlich gesagt ziemlich brutal. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, gut zu sein. Und ich glaube, dass es vor allem sehr schwierig ist, gut zu sein über einen langen Zeitraum, um wirklich diesen Anspruch zu haben, sich zu übertreffen und besser zu werden und auch sich weiterzuentwickeln. Also für mich war der Anfang sehr, sehr schwierig, weil man einfach nicht weiß, was man nicht weiß. Man weiß das erst, wenn man in der Situation ist und man ist so hilflos, sich irgendwie zu helfen. Und ich war am Anfang damit konfrontiert, Leute zu führen, die aber mehr praktische Erfahrung hätten als ich. Aber es war meine Vision. Es war meine Vorstellung und ich musste diese Leute führen. Und das war für mich am Anfang, gerade zu Anfang auch dieser Lernphase, ziemlich schmerzhaft. Und ich habe Philosophie studiert, ich habe Theater studiert, ich habe professionell getanzt. Und dann ist einfach immer die Frage, okay, was hat das da mit der Gastronomie zu tun? Und wie kannst du dich an diese Erfahrungen irgendwie reinknüpfen? Welche Erfahrungen kannst du mitnehmen und versuchen umzusetzen, sodass du klar arbeitest und dass du Probleme lösen kannst im Endeffekt. Also als ich die Kaffeerösterei aufgemacht habe in 1994, es gab kein Internet. Aber mit der Zeit kam Internet, kam die Digitalisierung, dann kam auch Facebook und Twitter und Instagram und Pinterest und man muss sich damit auseinandersetzen. Es ist ein Werkzeug und wenn man das gut versteht, man kann das wirklich für sie nutzen, um diesen Dialog fortzusetzen. Das ist ganz wichtig, das hat ganz viel Potenzial. Aber es ist wie eine gute Küchenmaschine. Auch eine gute Küchenmaschine ist nur so gut wie die Leute, wie die Person, die das bedient. Aber am Ende des Tages geht es wirklich um Dialog zu finden. Und das ist für mich ein sehr persönlicher Dialog.